So, Peter, your investing philosophy is often summed up as buy what you know. And there's some truth to that, and it's also often way oversimplified. Sure. Can you explain what you... Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Interview von Peter Lynch. Wie kannst du mit einer simplen Strategie den Markt schlagen? Ist das überhaupt möglich? Und wenn ja, welche Tipps und Tricks gibt Peter Lynch? Wir schauen uns ein weiteres Interview an und wie immer, abonnieren nicht vergessen, die Glocke aktivieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Wir reagieren täglich auf neue Finanzinterviews und die sind wirklich sehr lehrreich, gerade auch wenn du Geld verdienen möchtest an der Börse. Wir starten direkt mit dem Interview. Los geht's. did mean by that and what you didn't mean. Well, it bothers me that people are very dangerous when they invest. This word "play the market," that's a dangerous term. But if you do some work, do some research, know what you own, look at the research, look at the balance sheet. If you could add 8 and 8, get fairly close to 16, you can find out this company has lots of debt, no cash, they're in trouble. You should know it. So a little bit of research. People are careful when they buy a refrigerator, careful when they take a vacation. And they'll put $5,000, $10,000 some stock to hear on the bus or the party. That's dangerous. Auch nochmal sehr interessant, die Leute informieren sich richtig ausgiebig, wenn sie einen Kühlschrank kaufen oder wenn wir einen Whirlpool kaufen. Wir vergleichen miteinander, wir machen uns Gedanken und auf einmal bei Aktien wird der Kopf ausgestellt und das kritisiert er sehr hart, denn wer sich mit Aktien nicht auskennt, die er kauft, der macht einen schwerwiegenden Fehler, der wird beim ersten Crash, wird er sofort Panik verkaufen, weil er einfach keine Argumente hat, warum er eine Aktie besitzt. Deswegen solltest du nur Aktien kaufen, die du wirklich auch kennst und solltest dich auf eine Recherche einlassen, die manchmal eben auch hart sein kann, gerade auch Bilanzen zu lesen, aber das ist mit eines der gefährlichsten Fehler, wie du den Markt sicherlich nicht outperformen wirst. So when you say buy what you know, you also thought that the regular investor might be able to get an inside advantage by sticking to an industry he's familiar with or seeing something that she realizes is a great product. Imagine if you were in a mall the last 50 years. You would have seen Gap when it was hot. You would have seen Limited when it was hot. You would have seen when it was not hot. You would have seen when they were starting, people weren't excited about Gap anymore. And then you do some research, say, well, gee, there's a lot of limited stores, but we're only at 20. You know, and they can go to 400. So you see a company. I did really well with Dunkin' Donuts, a local company. I did well with Stop and Shop. But people could see that this is really some people showing up, or I guess the Sunglass Hut, no one's there anymore. So I mean, that's research. That's fundamentals. But you don't leave the mall, though, and buy that day. You have to do some more work. That's the important point. Yeah. So today... Auch sein Beispiel mit Dunkin' Donuts, da hat er ja sein Geld ver15-facht und das ist eben auch wieder ein Punkt. Er sagt auch, man kann durchaus einfach mal lokal sich umsehen, kann Läden nehmen, die man wirklich vom Grundprinzip her erstmal sehr, sehr gut findet. Wir persönlich schauen auch immer darauf, wie die Kunden auf das Unternehmen reagieren. Sind die eher positiv oder negativ enttäuscht, sage ich mal, von dem Unternehmen. Und dann hat man auch die Möglichkeit, eben sich nicht von irgendwelchen heißen Börsentipps, sage ich mal, hypen zu lassen. Und jetzt kommt auch die nächste Frage mit der Informationsüberflutung, die wir auch sozusagen haben und wie man damit umgeht, das verrät uns jetzt. There's so much information everywhere, information overload. Does that make it harder for active investors? The indexers say everyone's got access to the same information at the same time. You can't beat the market. Well, the way you beat the index is you avoid the stocks to go down. You avoid the steel companies and the oil companies and Sears and Penny and where the companies are deteriorating. I mean, companies are dynamic. Behind every stock, there's a company. These are not lottery tickets. So you're trying to find the companies within the S&P 500 that are doing better. They're going from crappy to semi-crappy to good. That might take a couple of years, or they're going to grow for a long time. And you're trying to avoid the companies that are going south. That's how you beat them. Or you find some companies outside the S&P 500 that are great companies. CarMax was not in the S&P 500. They went up 200-fold. There's a lot of companies that enter. Auch hier ist es wieder interessant, dass Peter Lynch die Recherche an erster Stelle steht oder stehen lässt. Das heißt, wir haben hier das große Problem, wie viele Freunde, wie viele Bekannte kennst du, die einfach nur Aktien kaufen, weil sie es mal gehört haben, weil sie im Endeffekt wissen, okay, Amazon, ja, das ist ein gutes Unternehmen, weil Online-Shopping geht immer. Und er stellt das Ganze in Frage. Er persönlich sagt, es ist kein Lotteriespiel, sich beim S&P 500 einfach mal die Unternehmen einzeln durchzusehen. Und das kann
kannst du auch auf einen gewissen Zeitraum schaffen. Du nimmst dir jeden Tag ein Unternehmen vor und recherchierst zu diesem Unternehmen alles, was du finden kannst. Und dann kannst du dir nach dieser Recherche eben Gedanken machen, okay, macht es Sinn, dieses Unternehmen zu kaufen? Und was ich dir auch hier wieder empfehlen kann, ist, dir die Unternehmenskennzahlen durchzusehen. Da gibt es interessante Börsenbücher, die wir dir auch nochmal unten verlinken. Das heißt, ja, lerne einfach auch die Bilanzen lesen zu können vom Unternehmen. Dann hast du schon eine Vielzahl von Anfängern, sage ich mal, einen Riesenvorteil dir herauskristallisiert bzw. erarbeitet. Or smart enough to get a company that's going up, they take their profits. Right. And you made the case in a book that you should actually hang in there with the really great stocks, and you even got a call from Warren Buffett as a result. Yeah, in 1989, I'm at home, and the phone rings, and I thought it was one of my friends, but one of my daughters, I think it was 6-year-old Annie, picked up and said, gee, guess there's a Mr. Buffett on the line? I said, this got to be a joke. So I pick it up, and this Warren Buffett, I'm from Omaha, Nebraska. I read your book. My annual report's due in 2 weeks. Can I use the line? He said that all in about 7 seconds. And I said, that's great. I'd love to do it. What's the line? He said, I love this. It's been waiting to do this. When you sell your great companies and add to the losers, it's like water in the weeds and cutting the flowers. Das ist auch mit eines der wichtigsten Sätze. Man muss im Endeffekt hier erstmal auch sehen, bevor man ernten kann. Und viele haben im Endeffekt die Problematik, sie kaufen eine Aktie, verkaufen sie nach einem halben Jahr und wundern sich, warum sie im Endeffekt vielleicht sogar Verluste haben. Währenddessen die Buy-and-Holder immer die Möglichkeit haben, eben auch, nachdem sie das Unkraut gegossen haben, beziehungsweise eben auch beispielsweise gute Unternehmen lange sozusagen gefüttert haben mit Kapital, dass es langfristig erst zur Blüte kommt oder zur Blume und dann erst wirklich Gewinne abwirft. Und das haben dir auch alle Statistiken und Studien gezeigt. Umso langfristiger man Geld anlegt, umso mehr Jahre man sozusagen mit dem Depot auf dem Buckel hat, desto erfolgreicher wird man in der Regel. Flowers. He said, I want to put it in. He said, if you ever come to Nebraska, you don't call me, your name will be mud all over Nebraska. So did he call him? Oh, yeah. Several times we played bridge together. We've had several meetings. Great guy. Another point you've made, and this is, I think, particularly relevant 10 years into a bull market, is that I think you said more money has been lost anticipating a downturn than actually in the downturn. Can you explain? Well, obviously, the market's gone up tenfold since I stopped running Magellan. So you make more money on the upside. The market's going to be a lot higher in 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now. Trying to predict the market is really a waste. I don't know what it's going to do. It can go down. When I ran Magellan, 13 years, it declined 10% or more, 9 times the market. Wow. I had a perfect record. I went down more than 10% every time. Wherever the market went down, I went down more. But over the long term, the upside is more than the downside. So you got to say to yourself, do I need the money in the next month? Do I need the money in the next year? Do I have kids going to college? Do I have a wedding coming up? Then you're a bad investor. If you can keep putting money in, you have 5, 10, 15, 20, 25 year, you should do well. Und da hat er auch schon ein schönes Abschlusswort auch nochmal von sich gegeben. Also er sagt auch, es ist immer eine Frage deines Anlagehorizontes. Wenn du das Geld nach einem Jahr brauchst, dann ist es schwierig, weil es kann eben immer wieder auch Depressionen geben, es kann immer wieder Krisen geben und die, sagt er ja auch ganz klar, gehören dazu. Es ist Zeitverschwendung, sich einen Kopf darüber zu machen, was in der Zukunft passieren könnte. Das Einzige, was relevant ist, und da tickt er auch so wie Warren Buffett, kaufe ein Unternehmen jetzt aus den jetzigen Fakten, aus der jetzigen Faktenlage für beispielsweise 100 Euro ein und du weißt, die Aktie ist eigentlich 110 Euro oder 120 Euro wert. Das ist das Geheimnis, dass sie sich immer nur auf die Fundamentalanalysen, die jetzt schon vorhanden sind, konzentrieren. Und wer versucht, mit Prognosen oder irgendwelchen Crash-Propheten sozusagen klarzukommen, der wird langfristig eher verlieren. Und deswegen, das war wieder mal ein interessantes Interview von Peter Lynch. Wenn es dir gefallen hat, gerne mal deine Impulse in die Kommentare schreiben. Wie schafft man es deiner Meinung nach, den Markt out zu performen? Was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Ist es die Langfristigkeit? Ist es, dass man sich wirklich mit der Fundamentalanalyse beschäftigt oder sind das mehrere Faktoren, wie es Peter Lynch hier auch festhält? Mich freut es auf jeden Fall, wenn du deine Meinung mal unten preisgibst und wir sehen uns hier bei einem weiteren Video auf dem Erfolgskanal.